Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Diese ruhige Zeit gehört dir und deinem Deutsch. Du brauchst heute keine Eile. Du musst auch nichts perfekt verstehen. Höre einfach entspannt auf die kleinen Sätze. Heute gehen wir gemeinsam in die Küche. Dort gibt es viele nützliche Dinge. Einige Dinge benutzen wir jeden Tag. Andere brauchen wir nur manchmal. Wir schauen uns alles langsam an. Zuerst sehen wir die großen Geräte. Danach kommen Töpfe und Pfannen. Wir sprechen auch über Messer und Bretter. Später sehen wir Teller und Gläser. Auch kleine Küchenhelfer kommen vor. Wir öffnen Schränke und Schubladen. Wir schauen in den Kühlschrank. Wir stehen kurz am Herd. Wir räumen auch etwas auf. Die Sprache bleibt einfach und klar. Unser Niveau liegt bei A1 und A2. Du hörst viele bekannte Alltagswörter. Vielleicht sind einige Wörter neu. Du musst sie nicht sofort behalten. Viele Wörter kommen später wieder. Wiederholung macht Sprache vertrauter. Vertraute Wörter geben dir Sicherheit. Genau so wächst dein Deutsch. Es wächst langsam und ganz natürlich. Stell dir nun eine helle Küche vor. Am Fenster kommt viel Licht herein. Links steht ein großer Kühlschrank. Rechts befindet sich der Herd. In der Mitte steht ein Tisch. An der Wand hängen einige Schränke. Unter der Arbeitsplatte sind Schubladen. Viele Dinge haben ihren festen Platz. Das macht die Küche praktisch. Wir beginnen bei der Küchentür. Dann gehen wir langsam weiter. Du kannst die Wörter leise mitsprechen. Du kannst auch nur zuhören. Beide Wege helfen deinem Deutsch. Atme einmal ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Nun beginnt unser Küchenrundgang. Die Küchentür. Die Küchentür steht heute offen. Wir gehen langsam in den Raum. Neben der Tür hängt ein Handtuch. Der Boden ist sauber und trocken. Alles wirkt ruhig und ordentlich. Hier beginnt unser kleiner Rundgang. Dieser Abschnitt heißt
Die Küchentür. Ein wichtiges Wort ist die Tür. Auch das Handtuch passt hier gut. Später hören wir wieder der Boden. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Küchentisch. In der Mitte steht ein Küchentisch. Er hat eine helle Holzplatte. 4 Stühle stehen darum. Wir essen manchmal direkt hier. Auch Einkäufe liegen kurz auf dem Tisch. Danach räumen wir sie wieder weg. Jetzt kommt das Thema: der Küchentisch. Unser erstes Lernwort ist der Tisch. Danach hören wir der Stuhl. Auch die Holzplatte gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte ist sehr wichtig. Hier schneiden wir viele Lebensmittel. Eine Ecke bleibt meistens frei. Dort können wir gut arbeiten. Nach dem Kochen wischen wir alles ab. Saubere Flächen machen Arbeit leichter. Das nächste Thema heißt die Arbeitsplatte. Merke dir heute die Arbeitsplatte. Ein weiteres Lernwort ist schneiden. Unser drittes Wort ist abwischen. Kurze Wiederholungen helfen bei ihm. Lernen. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank steht an der Wand. Seine Tür ist meistens geschlossen. Innen bleiben viele Lebensmittel kühl. Milch steht oft in der Tür. Gemüse liegt unten im Fach. Wir öffnen ihn nur kurz. Hier beginnt der Abschnitt, der Kühlschrank. Wir wiederholen zuerst der Kühlschrank. Danach kommt kühl. Zum Schluss hören wir das Fach. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Das Gefrierfach. Oben ist ein kleines Gefrierfach. Dort bleibt Essen sehr kalt. Wir lagern manchmal Brot darin. Auch Eis liegt dort im Sommer. Die Tür muss gut schließen. Sonst wird alles zu warm.
Wir bleiben kurz bei das Gefrierfach. Heute hören wir wieder das Gefrierfach. Das zweite Lernwort ist lagern. Auch das Eis ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Der Herd. Neben dem Kühlschrank steht der Herd. Er hat 4 Kochfelder. Wir stellen Töpfe darauf. Eine Pfanne passt ebenfalls gut. Nach dem Kochen wird alles heiß. Darum warten wir mit dem Putzen. Dieser Abschnitt heißt der Herd. Ein wichtiges Wort ist der Herd. Auch das Kochfeld passt hier gut. Später hören wir wieder heiß. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Backofen. Unter dem Herd sitzt der Backofen. Darin backen wir Brot oder Kuchen. Auch Gemüse kann dort garen. Die Tür hat ein großes Fenster. Innen gibt es mehrere Schienen. Ein Blech kann dort hinein. Jetzt kommt das Thema, der Backofen. Unser erstes Lernwort ist der Backofen. Danach hören wir backen. Auch das Blech gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Mikrowelle. Auf einem Regal steht die Mikrowelle. Sie erwärmt Essen sehr schnell. Wir stellen einen Teller hinein. Dann schließen wir die Tür. Ein Knopf startet das Gerät. Nach kurzer Zeit ist alles warm. Das nächste Thema heißt die Mikrowelle. Merke dir heute die Mikrowelle. Ein weiteres Lernwort ist erwärmen. Unser drittes Wort ist der Knopf. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Der Wasserkocher. Neben der Mikrowelle steht ein Wasserkocher. Wir füllen Wasser hinein. Dann drücken wir einen Schalter. Das Wasser wird schnell heiß. Danach machen wir Tee. Das Gerät ist sehr praktisch. Hier beginnt der Abschnitt, der Wasserkocher. Wir wiederholen zuerst der Wasserkocher. Danach kommt der Schalter. Zum Schluss hören wir der Tee.
Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Kaffeemaschine. Auf der Arbeitsplatte steht eine Kaffeemaschine. Morgens benutzen wir sie oft. Wasser kommt in einen kleinen Tank. Kaffee kommt in ein Fach. Dann startet die Maschine. Bald riecht die Küche nach Kaffee. Wir bleiben kurz bei die Kaffeemaschine. Heute hören wir wieder die Kaffeemaschine. Das zweite Lernwort ist der Tank. Auch der Kaffee ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise, im Kopf. Der Toaster. Neben der Kaffeemaschine steht der Toaster. Wir stecken Brotscheiben hinein. Ein Hebel drückt sie nach unten. Nach kurzer Zeit werden sie braun. Dann springen sie wieder hoch. Das Brot riecht angenehm warm. Dieser Abschnitt heißt der Toaster. Ein wichtiges Wort ist der Toaster. Auch der Hebel passt hier gut. Später hören wir wieder die Brotscheibe. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Mixer. Im Schrank steht ein kleiner Mixer. Wir benutzen ihn für Suppen. Auch Früchte können wir damit mixen. Das Gerät hat mehrere Stufen. Nach Gebrauch reinigen wir es sofort. Dann kommt es zurück in den Schrank. Jetzt kommt das Thema, der Mixer. Unser erstes Lernwort ist der Mixer. Danach hören wir mixen. Auch die Stufe gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Küchenwaage. In einer Schublade liegt die Küchenwaage. Wir brauchen sie beim Backen. Mehl wird darauf genau gewogen. Auch Zucker messen wir damit. Die Anzeige zeigt das Gewicht. Danach schalten wir sie aus. Das nächste Thema heißt die Küchenwaage. Merke dir heute die Küchenwaage. Ein weiteres Lernwort ist wiegen. Unser drittes Wort ist das Gewicht. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen.
der Kühlschrankgriff. Die Kühlschranktür hat einen festen Griff. Wir ziehen ihn vorsichtig zu uns. Dann öffnet sich die Tür. Nach dem Nehmen schließen wir sie. Der Griff bleibt oft sehr sauber. Manchmal wischen wir ihn trotzdem ab. Hier beginnt der Abschnitt. Der Kühlschrankgriff. Wir wiederholen zuerst der Griff. Danach kommt Öffnen. Zum Schluss hören wir Schließen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Gemüseschublade. Unten im Kühlschrank ist eine Schublade. Darin liegen Salat und Gemüse. Auch Karotten finden dort Platz. Die Schublade lässt sich leicht ziehen. Wir prüfen Gemüse regelmäßig. Alte Lebensmittel nehmen wir heraus. Wir bleiben kurz bei. Die Gemüseschublade. Heute hören wir wieder die Schublade. Das zweite Lernwort ist das Gemüse. Auch die Karotte ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Das Eierfach. In der Kühlschranktür liegt ein Eierfach. Dort stehen mehrere Eier. Wir nehmen sie vorsichtig heraus. Die Schale kann leicht brechen. Im Backen brauchen wir oft Eier. Danach bleibt das Fach wieder ruhig. Dieser Abschnitt heißt das Eierfach. Ein wichtiges Wort ist das Ei. Auch die Schale passt hier gut. Später hören wir wieder vorsichtig. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Die Flasche. Im Kühlschrank stehen mehrere Flaschen. Eine enthält kaltes Wasser. Eine andere enthält Saft. Die Flaschen stehen aufrecht. So läuft nichts aus. Nach Gebrauch schließen wir sie gut. Jetzt kommt das Thema, die Flasche. Unser erstes Lernwort ist die Flasche. Danach hören wir der Saft. Auch aufrecht gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Dose. In einem Fach steht eine Dose. Darin bleibt etwas Essen frisch.
Der Deckel sitzt fest oben. Wir öffnen ihn vor dem Essen. Danach waschen wir die Dose. Später benutzen wir sie wieder. Das nächste Thema heißt die Dose. Merke dir heute die Dose. Ein weiteres Lernwort ist der Deckel. Unser drittes Wort ist frisch. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Der Küchenschrank. An der Wand hängt ein Küchenschrank. Seine Türen öffnen nach vorne. Darin stehen Teller und Tassen. Alles hat einen festen Platz. So finden wir Dinge schnell. Nach Gebrauch schließen wir die Türen. Hier beginnt der Abschnitt, der Küchenschrank. Wir wiederholen zuerst der Küchenschrank. Danach kommt die Tasse. Zum Schluss hören wir der Platz. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Schranktür. Die Schranktür hat einen kleinen Griff. Wir öffnen sie mit einer Hand. Innen sehen wir mehrere Regale. Oben stehen selten benutzte Dinge. Unten stehen tägliche Sachen. Danach schließen wir alles wieder. Wir bleiben kurz bei die Schranktür. Heute hören wir wieder die Schranktür. Das zweite Lernwort ist das Regal. Auch täglich ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise, im Kopf. Die Schublade. Unter der Arbeitsplatte liegt eine Schublade. Darin befinden sich kleine Küchenhelfer. Löffel liegen auf einer Seite. Messer liegen in einem Einsatz. Alles bleibt ordentlich getrennt. Die Schublade schließt ganz leise. Dieser Abschnitt heißt die Schublade. Ein wichtiges Wort ist die Schublade. Auch der Einsatz passt hier gut. Später hören wir wieder getrennt. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Besteckkasten. Im Schubfach liegt ein Besteckkasten. Er hat mehrere kleine Bereiche. Gabeln liegen zusammen. Löffel
haben ein eigenes Fach. Messer liegen daneben. So bleibt das Besteck übersichtlich. Jetzt kommt das Thema, der Besteckkasten. Unser erstes Lernwort ist das Besteck. Danach hören wir die Gabel. Auch der Löffel gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Das Küchenmesser. Ein Küchenmesser liegt im Messerblock. Seine Klinge ist sehr scharf. Wir schneiden damit Gemüse. Bei ihm arbeiten bleiben wir aufmerksam. Danach reinigen wir das Messer. Dann kommt es sicher zurück. Das nächste Thema heißt das Küchenmesser. Merke dir heute das Messer. Ein weiteres Lernwort ist die Klinge. Unser drittes Wort ist scharf. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Das Brotmesser. Das Brotmesser hat eine lange Klinge. Sein Rand ist leicht gezackt. Damit schneiden wir Brot. Auch harte Brötchen gehen gut. Wir bewegen das Messer langsam. Danach legen wir es zurück. Hier beginnt der Abschnitt, das Brotmesser. Wir wiederholen zuerst das Brotmesser. Danach kommt gezackt. Zum Schluss hören wir das Brot. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Das Schneidebrett. Auf der Arbeitsplatte liegt ein Schneidebrett. Darauf schneiden wir Gemüse. Das Brett schützt die Fläche. Nach Gebrauch spülen wir es ab. Dann lassen wir es trocknen. Später kommt es zurück an seinen Platz. Wir bleiben kurz bei das Schneidebrett. Heute hören wir wieder das Schneidebrett. Das zweite Lernwort ist schützen. Auch trocknen ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise. Im Kopf. Der Sparschäler. In der Schublade liegt ein Sparschäler. Damit schälen wir Kartoffeln.
Auch Karotten lassen sich gut schälen. Das Gerät ist klein und leicht. Wir reinigen es direkt danach. Dann trocknet es neben der Spüle. Dieser Abschnitt heißt der Sparschäler. Ein wichtiges Wort ist der Sparschäler. Auch schälen passt hier gut. Später hören wir wieder die Kartoffel. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Die Reibe. Im unteren Schrank steht eine Reibe. Damit reiben wir Käse. Auch Karotten funktionieren damit gut. Die Oberfläche ist ziemlich scharf. Darum arbeiten wir langsam. Nach Gebrauch spülen wir sie sofort. Jetzt kommt das Thema: die Reibe. Unser erstes Lernwort ist die Reibe. Danach hören wir reiben. Auch der Käse gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Küchenschere. Eine Küchenschere liegt im Schubfach. Wir schneiden damit Verpackungen auf. Auch Kräuter lassen sich schneiden. Die Griffe liegen gut in der Hand. Nach Gebrauch reinigen wir sie. Dann kommt sie wieder zurück. Das nächste Thema heißt die Küchenschere. Merke dir heute die Küchenschere. Ein weiteres Lernwort ist die Verpackung. Unser drittes Wort ist der Griff. Kurze Wiederholungen helfen bei ihm Lernen. Der Dosenöffner. Neben der Schere liegt ein Dosenöffner. Er öffnet Metalldosen schnell. Wir setzen ihn am Rand an. Dann drehen wir den Griff. Der Deckel löst sich langsam. Danach nehmen wir ihn vorsichtig ab. Hier beginnt der Abschnitt, der Dosenöffner. Wir wiederholen zuerst der Dosenöffner. Danach kommt die Metalldose. Zum Schluss hören wir drehen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Der Flaschenöffner. Ein kleiner Flaschenöffner liegt daneben. Wir benutzen ihn für Kronkorken. Das Werkzeug ist sehr einfach. Ein kurzer Druck reicht meistens. Dann öffnet sich die Flasche.
Danach legen wir ihn zurück. Wir bleiben kurz bei der Flaschenöffner. Heute hören wir wieder der Flaschenöffner. Das zweite Lernwort ist der Kronkorken. Auch öffnen ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Der Korkenzieher. Im Schubfach liegt auch ein Korkenzieher. Er wird nur manchmal gebraucht. Wir drehen ihn in den Korken. Dann ziehen wir langsam nach oben. Der Korken kommt heraus. Danach reinigen wir das Werkzeug. Dieser Abschnitt heißt der Korkenzieher. Ein wichtiges Wort ist der Korkenzieher. Auch der Korken passt hier gut. Später hören wir wieder ziehen. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Topf. Im unteren Schrank stehen mehrere Töpfe. Ein großer Topf ist für Nudeln. Ein kleiner Topf passt zu Soßen. Jeder Topf hat einen Griff. Manche haben auch einen Deckel. Nach Gebrauch werden sie gespült. Jetzt kommt das Thema. Der Topf. Unser erstes Lernwort ist der Topf. Danach hören wir die Nudeln. Auch die Soße gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Topfdeckel. Neben den Töpfen liegen mehrere Deckel. Jeder Deckel passt zu einem Topf. Ein Griff sitzt oben. Bei ihm kochen bleibt Dampf darunter. Wir heben den Deckel vorsichtig an. Dann kann heißer Dampf entweichen. Das nächste Thema heißt der Topfdeckel. Merke dir heute der Deckel. Ein weiteres Lernwort ist der Dampf. Unser drittes Wort ist anheben. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Die Pfanne. Eine große Pfanne steht im Schrank. Wir benutzen sie sehr oft. Gemüse braten wir darin. Auch Eier passen gut hinein. Der lange Griff bleibt außen. Nach dem Essen reinigen wir sie.
Hier beginnt der Abschnitt, die Pfanne. Wir wiederholen zuerst die Pfanne. Danach kommt Braten. Zum Schluss hören wir der Griff. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Der Pfannenwender. In einem Behälter steht ein Pfannenwender. Wir drehen damit Essen um. Er ist flach und breit. Das hilft besonders bei Pfannkuchen. Nach Gebrauch spülen wir ihn. Dann trocknet er an der Luft. Wir bleiben kurz bei der Pfannenwender. Heute hören wir wieder der Pfannenwender. Das zweite Lernwort ist umdrehen. Auch flach ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Der Kochlöffel. Neben dem Herd steht ein Kochlöffel. Er besteht aus Holz. Wir rühren damit Suppen um. Auch Soßen lassen sich gut rühren. Der Griff bleibt meistens kühl. Nach Gebrauch wird er gespült. Dieser Abschnitt heißt der Kochlöffel. Ein wichtiges Wort ist der Kochlöffel. Auch umrühren passt hier gut. Später hören wir wieder das Holz. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Die Suppenkelle. In derselben Halterung steht eine Suppenkelle. Sie hat einen langen Griff. Vorne ist eine tiefe Schale. Damit füllen wir Suppe in Teller. Ein Löffel reicht oft pro Portion. Danach reinigen wir die Kelle. Jetzt kommt das Thema, die Suppenkelle. Unser erstes Lernwort ist die Suppenkelle. Danach hören wir die Portion. Auch Füllen gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Schneebesen. Ein Schneebesen liegt in der Schublade. Wir schlagen damit Eier auf. Auch Soßen werden damit glatt. Viele dünne Drähte bewegen sich schnell. Das Gerät braucht wenig Platz. Nach Gebrauch spülen wir es ab. Das nächste Thema heißt der Schneebesen. Merke dir heute der Schneebesen.
Ein weiteres Lernwort ist schlagen. Unser drittes Wort ist der Draht. Kurze Wiederholungen helfen ihm lernen. Der Sieblöffel. Ein Sieblöffel hängt neben dem Herd. Er hat viele kleine Löcher. Damit nehmen wir Essen aus Wasser. Die Flüssigkeit läuft durch die Löcher. Das Essen bleibt auf dem Löffel. Das ist sehr praktisch. Hier beginnt der Abschnitt, der Sieblöffel. Wir wiederholen zuerst der Sieblöffel. Danach kommt das Loch. Zum Schluss hören wir die Flüssigkeit. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Das Sieb. Im Schrank steht ein großes Sieb. Wir gießen Nudeln hinein. Das heiße Wasser läuft ab. Auch Gemüse können wir darin waschen. Die Griffe helfen ihm halten. Danach trocknet das Sieb schnell. Wir bleiben kurz bei das Sieb. Heute hören wir wieder das Sieb. Das zweite Lernwort ist abgießen. Auch das Wasser ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Die Schüssel. Mehrere Schüsseln stehen im Schrank. Eine große Schüssel ist für Salat. Kleine Schüsseln passen zu Zutaten. Wir mischen darin viele Dinge. Manche bestehen aus Glas. Andere bestehen aus Kunststoff. Dieser Abschnitt heißt die Schüssel. Ein wichtiges Wort ist die Schüssel. Auch mischen passt hier gut. Später hören wir wieder der Salat. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Messbecher. Ein Messbecher steht hinter den Schüsseln. An der Seite stehen Zahlen. Damit messen wir Wasser. Auch Milch lässt sich genau messen. Der Griff hilft beim Gießen. Danach spülen wir den Becher. Jetzt kommt das Thema, der Messbecher. Unser erstes Lernwort ist der Messbecher. Danach hören wir messen. Auch die Zahl gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Trichter.
Ein kleiner Trichter liegt im Schrank. Er hilft beim Umfüllen. Wir setzen ihn auf eine Flasche. Dann gießen wir langsam hinein. So geht wenig daneben. Danach spülen wir den Trichter. Das nächste Thema heißt der Trichter. Merke dir heute der Trichter. Ein weiteres Lernwort ist umfüllen. Unser drittes Wort ist gießen. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Die Backform. Im unteren Fach steht eine Backform. Wir benutzen sie für Kuchen. Vorher fetten wir sie leicht ein. Dann kommt der Teig hinein. Die Form geht in den Backofen. Später lassen wir sie abkühlen. Hier beginnt der Abschnitt, die Backform. Wir wiederholen zuerst die Backform. Danach kommt der Teig. Zum Schluss hören wir abkühlen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Das Backblech. Neben der Form steht ein Backblech. Es ist flach und breit. Darauf backen wir Gemüse. Auch Kekse passen gut darauf. Backpapier schützt die Oberfläche. Danach reinigen wir das Blech. Wir bleiben kurz bei das Backblech. Heute hören wir wieder das Backblech. Das zweite Lernwort ist das Backpapier. Auch der Keks ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Das Backpapier. Backpapier liegt in einer Schublade. Wir schneiden ein passendes Stück ab. Dann legen wir es aufs Blech. Essen klebt dadurch weniger fest. Nach dem Backen wird es entfernt. Das Blech bleibt sauberer. Dieser Abschnitt heißt das Backpapier. Ein wichtiges Wort ist das Backpapier. Auch festkleben passt hier gut. Später hören wir wieder entfernen. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Ofenhandschuh. Ein Ofenhandschuh hängt nahe im Herd. Er schützt unsere Hand vor Hitze. Wir benutzen ihn bei heißen Blechen.
Auch Topfgriffe können sehr heiß sein. Der Handschuh ist dick gepolstert. Danach hängt er wieder am Haken. Jetzt kommt das Thema: der Ofenhandschuh. Unser erstes Lernwort ist der Ofenhandschuh. Danach hören wir die Hitze. Auch der Haken gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Topflappen. Neben dem Handschuh hängt ein Topflappen. Er ist kleiner und flach. Damit greifen wir heiße Griffe. 2 Lappen sind oft praktischer. Nach Gebrauch kühlen sie schnell ab. Dann hängen sie wieder dort. Das nächste Thema heißt der Topflappen. Merke dir heute der Topflappen. Ein weiteres Lernwort ist greifen. Unser drittes Wort ist abkühlen. Kurze Wiederholungen helfen bei ihm lernen. Der Teller. Im oberen Schrank stehen viele Teller. Große Teller sind für Hauptgerichte. Kleine Teller passen zu Kuchen. Wir nehmen sie vor dem Essen heraus. Danach kommen sie zur Spüle. Später stehen sie wieder im Schrank. Hier beginnt der Abschnitt, der Teller. Wir wiederholen zuerst der Teller. Danach kommt das Hauptgericht. Zum Schluss hören wir der Kuchen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Der tiefe Teller. Tiefe Teller stehen neben den flachen Tellern. Sie sind gut für Suppe. Auch Pasta passt manchmal hinein. Der Rand ist etwas höher. So läuft wenig heraus. Nach dem Essen werden sie gespült. Wir bleiben kurz bei der tiefe Teller. Heute hören wir wieder der tiefe Teller. Das zweite Lernwort ist die Suppe. Auch der Rand ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise. Im Kopf. Die Tasse. Tassen stehen in einem eigenen Fach. Wir trinken Kaffee oder Tee daraus. Jede Tasse hat einen Henkel. Manche sind groß und breit.
Andere sind klein und leicht. Unsere Lieblingstassen stehen vorne. Dieser Abschnitt heißt die Tasse. Ein wichtiges Wort ist die Tasse. Auch der Henkel passt hier gut. Später hören wir wieder der Tee. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Das Glas. Gläser stehen auf einem oberen Regal. Wir trinken Wasser daraus. Einige Gläser sind sehr hoch. Andere sind eher klein. Wir stellen sie vorsichtig ab. Glas kann leicht brechen. Jetzt kommt das Thema. Das Glas. Unser erstes Lernwort ist das Glas. Danach hören wir brechen. Auch vorsichtig gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Karaffe. Auf dem Tisch steht eine Karaffe. Darin befindet sich frisches Wasser. Wir füllen Gläser damit. Die Karaffe hat einen schmalen Hals. Sie passt gut in die Kühlschranktür. Am Abend wird sie gespült. Das nächste Thema heißt die Karaffe. Merke dir heute die Karaffe. Ein weiteres Lernwort ist der Hals. Unser drittes Wort ist füllen. Kurze Wiederholungen helfen bei ihm lernen. Das Besteck. Besteck liegt in einer Schublade. Dazu gehören Messer und Gabeln. Auch Löffel liegen dort. Wir brauchen Besteck bei fast jedem Essen. Nach Gebrauch wird alles gespült. Dann sortieren wir es zurück. Hier beginnt der Abschnitt, das Besteck. Wir wiederholen zuerst das Besteck. Danach kommt Sortieren. Zum Schluss hören wir das Essen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Gabel. Eine Gabel hat mehrere Zinken. Wir essen damit viele Speisen. Sie liegt links vom Teller. Nach dem Essen kommt sie zur Spüle. Dort wird sie gereinigt.
Später liegt sie wieder im Fach. Wir bleiben kurz bei die Gabel. Heute hören wir wieder die Gabel. Das zweite Lernwort ist die Zinke. Auch links ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Der Esslöffel. Ein Esslöffel ist relativ groß. Wir essen Suppe damit. Auch Reis lässt sich gut essen. Der Löffel liegt im Besteckkasten. Nach Gebrauch spülen wir ihn. Dann trocknet er schnell. Dieser Abschnitt heißt der Esslöffel. Ein wichtiges Wort ist der Esslöffel. Auch groß passt hier gut. Später hören wir wieder die Suppe. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Teelöffel. Teelöffel sind deutlich kleiner. Wir rühren damit Zucker ein. Auch Joghurt essen wir damit. Sie liegen in einem kleinen Fach. Einige haben unterschiedliche Muster. Trotzdem passen sie gut zusammen. Jetzt kommt das Thema, der Teelöffel. Unser erstes Lernwort ist der Teelöffel. Danach hören wir der Joghurt. Auch das Muster gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Serviette. Servietten liegen in einer kleinen Box. Wir stellen sie auf den Tisch. Beim Essen sind sie sehr praktisch. Manchmal benutzen wir Stoffservietten. Dann waschen wir sie später. Papier wird einfach entsorgt. Das nächste Thema heißt die Serviette. Merke dir heute die Serviette. Ein weiteres Lernwort ist die Box. Unser drittes Wort ist entsorgen. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Das Geschirrtuch. Ein Geschirrtuch hängt nahe der Spüle. Damit trocknen wir Teller ab. Auch Gläser werden vorsichtig getrocknet. Das Tuch bleibt möglichst sauber. Nach einigen Tagen wird es gewaschen. Dann kommt ein frisches Tuch. Hier beginnt der Abschnitt, das Geschirrtuch. Wir wiederholen zuerst das Geschirrtuch.
Danach kommt Abtrocknen. Zum Schluss hören wir frisch. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Spüle. Die Spüle liegt unter dem Fenster. Dort waschen wir Geschirr. Der Wasserhahn steht in der Mitte. Links liegt ein kleiner Schwamm. Rechts steht Spülmittel. Nach dem Spülen bleibt alles sauber. Wir bleiben kurz bei. Die Spüle. Heute hören wir wieder die Spüle. Das zweite Lernwort ist der Wasserhahn. Auch das Geschirr ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn hat einen großen Hebel. Wir bewegen ihn nach oben. Dann läuft Wasser heraus. Links wird das Wasser wärmer. Rechts bleibt es kühler. Danach schließen wir den Hahn. Dieser Abschnitt heißt der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Ein wichtiges Wort ist der Wasserhahn. Auch der Hebel passt hier gut. Später hören wir wieder das Wasser. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Schwamm. Neben der Spüle liegt ein Schwamm. Er hat zwei verschiedene Seiten. Eine Seite ist besonders weich. Die andere Seite ist etwas rauer. Nach Gebrauch spülen wir ihn aus. Dann trocknet er neben der Spüle. Jetzt kommt das Thema, der Schwamm. Unser erstes Lernwort ist der Schwamm. Danach hören wir weich. Auch Schrubben gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Das Spülmittel. Neben dem Schwamm steht Spülmittel. Wir brauchen nur eine kleine Menge. Ein Tropfen kommt auf den Schwamm. Dann entsteht schnell Schaum. Damit reinigen wir Teller und Töpfe. Danach spülen wir alles klar. Das nächste Thema heißt das Spülmittel. Merke dir heute das Spülmittel. Ein weiteres Lernwort ist der Tropfen. Unser drittes Wort ist der Schaum. Kurze Wiederholungen helfen
beim Lernen. Die Spülbürste. Manchmal benutzen wir eine Spülbürste. Sie hat einen langen Griff. Damit reinigen wir hohe Gläser. Auch Töpfe lassen sich gut schrubben. Nach Gebrauch wird sie ausgespült. Dann steht sie wieder bereit. Hier beginnt der Abschnitt. Die Spülbürste. Wir wiederholen zuerst die Spülbürste. Danach kommt der Griff. Zum Schluss hören wir Ausspülen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Spülmaschine. Unter der Arbeitsplatte steht die Spülmaschine. Darin reinigen wir viel Geschirr. Teller kommen in den unteren Korb. Gläser stehen oben. Besteck kommt in einen kleinen Einsatz. Danach startet ein Programm. Wir bleiben kurz bei die Spülmaschine. Heute hören wir wieder die Spülmaschine. Das zweite Lernwort ist der Korb. Auch das Programm ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Der Mülleimer. Unter der Spüle steht der Mülleimer. Dort landet normaler Küchenabfall. Ein Beutel hängt innen. Wenn er voll ist, wechseln wir ihn. Danach schließen wir den Eimer. So bleibt die Küche ordentlich. Dieser Abschnitt heißt der Mülleimer. Ein wichtiges Wort ist der Mülleimer. Auch der Beutel passt hier gut. Später hören wir wieder der Abfall. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Die Papiertonne. Neben dem Mülleimer steht ein Behälter. Dort sammeln wir Papier. Kartons werden vorher klein gemacht. Sauberes Papier kommt hinein. Nasses Papier gehört nicht dorthin. Später bringen wir alles hinaus. Jetzt kommt das Thema, die Papiertonne. Unser erstes Lernwort ist das Papier.
Danach hören wir der Karton. Auch Sammeln gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Biomüll. Ein kleiner Eimer ist für Biomüll. Dort landen Gemüsereste. Auch Obstschalen kommen hinein. Der I-Eimer bleibt meistens geschlossen. Wir leeren ihn regelmäßig. Dann riecht die Küche angenehmer. Das nächste Thema heißt der Biomüll. Merke dir heute der Biomüll. Ein weiteres Lernwort ist die Obstschale. Unser drittes Wort ist leeren. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Die Küchenrolle. Eine Küchenrolle steht auf der Arbeitsplatte. Wir benutzen sie bei kleinen Flecken. Ein Blatt reicht oft aus. Danach wischen wir die Fläche. Die Rolle bleibt immer griffbereit. Später kaufen wir eine neue. Hier beginnt der Abschnitt, die Küchenrolle. Wir wiederholen zuerst die Küchenrolle. Danach kommt der Fleck. Zum Schluss hören wir griffbereit. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Das Schneidetablett. Ein kleines Tablett steht im Schrank. Wir tragen damit Tassen. Auch Teller passen darauf. Der Rand verhindert leichtes Rutschen. Nach Gebrauch wischen wir es ab. Dann steht es wieder hochkant. Wir bleiben kurz bei das Schneidetablett. Heute hören wir wieder das Tablett. Das zweite Lernwort ist tragen. Auch der Rand ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Die Vorratsdose. Vorratsdosen stehen in einem Schrank. Darin lagern wir Reis und Nudeln. Jede Dose hat einen Deckel. Manche Dosen sind durchsichtig. So sehen wir den Inhalt schnell. Das macht Einkaufen einfacher. Dieser Abschnitt heißt die Vorratsdose. Ein wichtiges Wort ist die Vorratsdose. Auch
Der Reis passt hier gut. Später hören wir wieder durchsichtig. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Das Mehl. Mehl steht in einer großen Dose. Wir brauchen es im Backen. Ein kleiner Löffel liegt daneben. Damit nehmen wir Mehl heraus. Der Deckel bleibt gut geschlossen. So bleibt das Mehl trocken. Jetzt kommt das Thema, das Mehl. Unser erstes Lernwort ist das Mehl. Danach hören wir trocken. Auch backen gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Zucker. Zucker steht in einer kleineren Dose. Wir brauchen ihn manchmal für Kuchen. Auch Tee kann damit süßer werden. Ein Löffel bleibt nicht dauerhaft darin. Die Dose schließt gut. So kommt keine Feuchtigkeit hinein. Das nächste Thema heißt der Zucker. Merke dir heute der Zucker. Ein weiteres Lernwort ist süß. Unser drittes Wort ist die Feuchtigkeit. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Das Salz. Salz steht nahe beim Herd. Wir benutzen nur kleine Mengen. Ein Streuer macht Dosieren einfacher. Manchmal benutzen wir grobes Salz. Beide Sorten haben ihren Platz. Nach Gebrauch bleibt alles geschlossen. Hier beginnt der Abschnitt. Das Salz. Wir wiederholen zuerst das Salz. Danach kommt der Streuer. Zum Schluss hören wir die Menge. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Der Pfeffer. Neben dem Salz steht Pfeffer. Er kommt aus einer kleinen Mühle. Wir drehen oben am Griff. Dann fällt frischer Pfeffer heraus. Ein wenig reicht meistens. Danach stellen wir die Mühle zurück. Wir bleiben kurz bei der Pfeffer. Heute hören wir wieder der Pfeffer. Das zweite Lernwort ist die Mühle. Auch drehen ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Die Gewürze.
In einem Regal stehen viele Gewürze. Jedes Glas hat ein Etikett. Paprika steht neben Curry. Auch Kräuter sind dort. Wir lesen den Namen vor Gebrauch. So nehmen wir das richtige Gewürz. Dieser Abschnitt heißt die Gewürze. Ein wichtiges Wort ist das Gewürz. Auch das Etikett passt hier gut. Später hören wir wieder die Kräuter. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Das Öl. Eine Flasche Öl steht im Herd. Wir brauchen es oft beim Braten. Ein kleiner Spritzer reicht meistens. Die Flasche bleibt gut verschlossen. Wir lagern sie nicht zu warm. So bleibt das Öl länger gut. Jetzt kommt das Thema, das Öl. Unser erstes Lernwort ist das Öl. Danach hören wir braten. Auch verschlossen gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Essig. Neben dem Öl steht Essig. Er kommt oft in Salat. Wir brauchen nur wenig davon. Die Flasche hat einen kleinen Deckel. Nach Gebrauch schließen wir sie. Dann stellen wir sie zurück. Das nächste Thema heißt der Essig. Merke dir heute der Essig. Ein weiteres Lernwort ist der Salat. Unser drittes Wort ist der Deckel. Kurze Wiederholungen helfen bei ihm lernen. Die Frischhaltefolie. In einer Schublade liegt Frischhaltefolie. Wir decken damit Schüsseln ab. Die Folie ist sehr dünn. Sie klebt leicht am Rand. Nach Gebrauch schneiden wir sie ab. Die Rolle kommt zurück in die Schublade. Hier beginnt der Abschnitt, die Frischhaltefolie. Wir wiederholen zuerst die Frischhaltefolie. Danach kommt Abdecken. Zum Schluss hören wir dünn. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Alufolie. Neben der Folie liegt Alufolie. Sie schützt Essen bei ihm aufbewahren. Manchmal decken wir Bleche damit ab. Die Rolle ist ziemlich leicht.
Wir reißen ein Stück ab. Danach schließen wir die Packung. Wir bleiben kurz bei. Die Alufolie. Heute hören wir wieder die Alufolie. Das zweite Lernwort ist aufbewahren. Auch die Packung ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Der Kühlschrankmagnet. An der Kühlschranktür hängen kleine Magnete. Ein Magnet hält eine Einkaufsliste. Ein anderer hält ein Foto. Das sieht freundlich aus. Wir benutzen die Fläche oft. So vergessen wir weniger Dinge. Dieser Abschnitt heißt der Kühlschrankmagnet. Ein wichtiges Wort ist der Magnet. Auch die Einkaufsliste passt hier gut. Später hören wir wieder das Foto. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Die Einkaufsliste. Eine Einkaufsliste hängt am Kühlschrank. Fehlende Dinge schreiben wir sofort auf. Heute fehlt Milch. Auch Brot steht auf der Liste. Später nehmen wir sie mit. So vergessen wir weniger im Laden. Jetzt kommt das Thema, die Einkaufsliste. Unser erstes Lernwort ist die Einkaufsliste. Danach hören wir fehlen. Auch der Laden gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Küchenuhr. An der Wand hängt eine Küchenuhr. Sie zeigt die genaue Zeit. Bei ihm Kochen schauen wir oft hin. Manche Gerichte brauchen 10 Minuten. Andere brauchen deutlich länger. Die Uhr hilft beim Planen. Das nächste Thema heißt die Küchenuhr. Merke dir heute die Küchenuhr. Ein weiteres Lernwort ist die Zeit. Unser drittes Wort ist planen. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Der Timer. Ein kleiner Timer liegt beim Herd. Wir stellen einige Minuten ein. Dann beginnt er zu zählen. Am Ende gibt es einen Ton. So vergessen wir den Backofen nicht. Das ist sehr praktisch. Hier beginnt der Abschnitt, der
Thema. Wir wiederholen zuerst der Thema. Danach kommt der Ton. Zum Schluss hören wir Einstellen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Das Rezeptbuch. Ein Rezeptbuch steht auf einem Regal. Darin finden wir einfache Gerichte. Einige Seiten haben kleine Flecken. Das Buch wird oft benutzt. Heute suchen wir eine Suppe. Später stellen wir es zurück. Wir bleiben kurz bei das Rezeptbuch. Heute hören wir wieder das Rezeptbuch. Das zweite Lernwort ist das Gericht. Auch die Seite ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Das Handy beim Kochen. Manchmal liegt ein Handy in der Küche. Darauf sehen wir ein Rezept. Der Bildschirm bleibt gut sichtbar. Wir berühren ihn mit sauberen Händen. Nach dem Kochen nehmen wir es weg. Dann bleibt die Arbeitsfläche frei. Dieser Abschnitt heißt das Handy beim Kochen. Ein wichtiges Wort ist das Handy. Auch das Rezept passt hier gut. Später hören wir wieder sichtbar. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Die Schürze. Eine Schürze hängt an einem Haken. Wir tragen sie beim Kochen. Sie schützt unsere Kleidung. Vorne hat sie eine Tasche. Nach Gebrauch hängen wir sie zurück. Später kommt sie in die Wäsche. Jetzt kommt das Thema, die Schürze. Unser erstes Lernwort ist die Schürze. Danach hören wir die Kleidung. Auch die Tasche gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Das Küchenthermometer. In einer Schublade liegt ein Thermometer. Wir brauchen es nur manchmal. Es misst die Temperatur von Essen. Die Anzeige ist gut lesbar. Nach Gebrauch reinigen wir die Spitze. Dann kommt es zurück.
Das nächste Thema heißt das Küchenthermometer. Merke dir heute das Thermometer. Ein weiteres Lernwort ist die Temperatur. Unser drittes Wort ist messen. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Der Untersetzer. Auf dem Tisch liegen mehrere Untersetzer. Wir stellen heiße Töpfe darauf. So schützen wir die Tischplatte. Manche bestehen aus Holz. Andere bestehen aus Kork. Nach dem Essen räumen wir sie weg. Hier beginnt der Abschnitt. Der Untersetzer. Wir wiederholen zuerst der Untersetzer. Danach kommt der Kork. Zum Schluss hören wir Schützen. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Der Brotkorb. Auf dem Tisch steht ein Brotkorb. Darin liegen mehrere Brotscheiben. Ein Tuch liegt darunter. Der Korb ist leicht. Wir reichen ihn beim Essen weiter. Danach kommt übriges Brot zurück. Wir bleiben kurz bei der Brotkorb. Heute hören wir wieder der Brotkorb. Das zweite Lernwort ist die Brotscheibe. Auch reichen ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise. Im Kopf. Die Butterdose. Im Kühlschrank steht eine Butterdose. Darin bleibt Butter sauber. Ein Deckel liegt oben. Wie im Frühstück stellen wir sie heraus. Später kommt sie wieder zurück. So bleibt die Butter kühl. Dieser Abschnitt heißt die Butterdose. Ein wichtiges Wort ist die Butterdose. Auch die Butter passt hier gut. Später hören wir wieder kühl. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Eierbecher. Kleine Eierbecher stehen im Schrank. Wir benutzen sie beim Frühstück. Ein gekochtes Ei passt hinein. Der Becher hält es stabil. Danach kommt er zur Spüle. Später steht er wieder im Fach. Jetzt kommt das Thema der Eierbecher. Unser erstes Lernwort ist
der Eierbecher. Danach hören wir gekocht. Auch stabil gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Zitronenpresse. In einer Schublade liegt eine Zitronenpresse. Wir halbieren zuerst eine Zitrone. Dann drücken wir sie darauf. Der Saft läuft in ein Gefäß. Kerne bleiben oben liegen. Danach spülen wir alles ab. Das nächste Thema heißt die Zitronenpresse. Merke dir heute die Zitronenpresse. Ein weiteres Lernwort ist die Zitrone. Unser drittes Wort ist der Kern. Kurze Wiederholungen helfen beim Lernen. Der Knoblauchpresser. Neben der Presse liegt ein Knoblauchpresser. Eine Knoblauchzehe kommt hinein. Dann drücken wir die Griffe zusammen. Der Knoblauch kommt unten heraus. Das spart etwas Zeit. Danach reinigen wir kleine Reste. Hier beginnt der Abschnitt, der Knoblauchpresser. Wir wiederholen zuerst der Knoblauchpresser. Danach kommt die Knoblauchzehe. Zum Schluss hören wir drücken. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Der Mörser. Auf einem Regal steht ein Mörser. Dazu gehört ein schwerer Stößel. Wir zerdrücken darin Gewürze. Das dauert nur kurz. Der Duft wird sofort stärker. Danach reinigen wir beide Teile. Wir bleiben kurz bei der Mörser. Heute hören wir wieder der Mörser. Das zweite Lernwort ist der Stößel. Auch zerdrücken ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Die Salatschleuder. Im großen Schrank steht eine Salatschleuder. Wir waschen Salat zuerst. Dann kommt er in den Korb. Ein Griff dreht alles schnell. Wasser fliegt nach außen. Danach ist der Salat trockener. Dieser Abschnitt heißt die Salatschleuder. Ein wichtiges Wort ist die Salatschleuder. Auch drehen passt hier gut.
Später hören wir wieder trockener. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Kartoffelstampfer. Ein Kartoffelstampfer liegt im Schubfach. Wir benutzen ihn für Kartoffelpüree. Gekochte Kartoffeln kommen in eine Schüssel. Dann drücken wir sie langsam klein. Das Werkzeug ist ziemlich stabil. Nach Gebrauch wird es gespült. Jetzt kommt das Thema, der Kartoffelstampfer. Unser erstes Lernwort ist der Kartoffelstampfer. Danach hören wir das Kartoffelpüree. Auch stabil gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Die Küchenzange. Eine Küchenzange hängt neben dem Herd. Wir greifen damit heißes Essen. Auch Salat lässt sich damit nehmen. Die Zange öffnet und schließt leicht. Der Griff liegt sicher in der Hand. Danach reinigen wir sie. Das nächste Thema heißt die Küchenzange. Merke dir heute die Küchenzange. Ein weiteres Lernwort ist greifen. Unser drittes Wort ist heiß. Kurze Wiederholungen helfen bei ihm lernen. Der Pizzaschneider. In einer Schublade liegt ein Pizzaschneider. Vorne hat er ein rundes Rad. Das Rad schneidet durch die Pizza. So entstehen gleichmäßige Stücke. Wir drücken nicht besonders stark. Danach reinigen wir das Rad. Hier beginnt der Abschnitt, der Pizzaschneider. Wir wiederholen zuerst der Pizzaschneider. Danach kommt das Rad. Zum Schluss hören wir gleichmäßig. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Der Eisportionierer. Ein Eisportionierer liegt im Besteckfach. Wir benutzen ihn im Sommer. Er formt runde Kugeln. Das funktioniert bei weichem Eis besser. Danach spülen wir ihn warm ab. Dann trocknet er schnell. Wir bleiben kurz bei der Eisportionierer. Heute hören wir wieder der Eisportionierer. Das zweite Lernwort ist die Kugel. Auch weich ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf.
Das Nudelholz. Ein Nudelholz liegt im unteren Schrank. Wir rollen damit Teig aus. Der Teig wird langsam flacher. Etwas Mehl verhindert Festkleben. Danach wischen wir das Holz ab. Dann kommt es zurück. Dieser Abschnitt heißt das Nudelholz. Ein wichtiges Wort ist das Nudelholz. Auch ausrollen passt hier gut. Später hören wir wieder der Teig. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Der Teigschaber. Ein Teigschaber liegt im Backzubehör. Er ist weich und flexibel. Damit holen wir Teig aus Schüsseln. Wenig bleibt am Rand zurück. Das spart Zutaten. Danach wird der Schaber gespült. Jetzt kommt das Thema, der Teigschaber. Unser erstes Lernwort ist der Teigschaber. Danach hören wir flexibel. Auch die Zutat gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Der Pinsel. Ein Küchenpinsel liegt in einer Schublade. Wir streichen damit Öl auf Gemüse. Auch Teig kann bestrichen werden. Die Borsten sind sehr weich. Nach Gebrauch reinigen wir sie gründlich. Dann trocknet der Pinsel offen. Das nächste Thema heißt der Pinsel. Merke dir heute der Küchenpinsel. Ein weiteres Lernwort ist die Borste. Unser drittes Wort ist bestreichen. Kurze Wiederholungen helfen bei ihm lernen. Der Eiertrenner. Ein kleiner Eiertrenner liegt im Backzeug. Wir brauchen ihn nur manchmal. Das Ei kommt vorsichtig hinein. Das Eigelb bleibt oben. Das Eiweiß läuft nach unten. Danach wird der Eiertrenner gespült. Hier beginnt der Abschnitt. Der Eiertrenner. Wir wiederholen zuerst der Eiertrenner. Danach kommt das Eigelb. Zum Schluss hören wir das Eiweiß. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Die Vorratskammer.
Neben der Küche ist eine kleine Kammer. Dort stehen trockene Lebensmittel. Reis liegt in großen Dosen. Auch Konserven stehen dort. Wir prüfen regelmäßig die Vorräte. Dann planen wir den Einkauf besser. Wir bleiben kurz bei die Vorratskammer. Heute hören wir wieder die Vorratskammer. Das zweite Lernwort ist der Vorrat. Auch die Konserve ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Ordnung in der Küche. Viele Dinge brauchen einen festen Platz. Messer liegen nicht bei Löffeln. Töpfe stehen im unteren Schrank. Gewürze bleiben nahe im Herd. So finden wir alles schneller. Ordnung spart jeden Tag Zeit. Dieser Abschnitt heißt Ordnung in der Küche. Ein wichtiges Wort ist die Ordnung. Auch der Platz passt hier gut. Später hören wir wieder sparen. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Die Küche aufräumen. Nach dem Kochen räumen wir auf. Zuerst kommt Essen in Dosen. Dann spülen wir benutzte Dinge. Arbeitsflächen werden sauber gewischt. Der Boden bleibt ebenfalls sauber. Danach wirkt die Küche wieder ruhig. Jetzt kommt das Thema, die Küche aufräumen. Unser erstes Lernwort ist aufräumen. Danach hören wir sauber. Auch die Dose gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Ein einfacher Kochabend. Am Abend kochen wir etwas Einfaches. Zuerst holen wir einen Topf. Dann brauchen wir Messer und Brett. Gemüse kommt in die Schüssel. Später benutzen wir Herd und Pfanne. Viele Küchengegenstände arbeiten zusammen. Das nächste Thema heißt ein einfacher Kochabend. Merke dir heute Kochen. Ein weiteres Lernwort ist die Pfanne. Pfanne. Unser drittes Wort ist zusammen. Kurze Wiederholungen helfen im Lernen. Nach dem Essen.
Nach dem Essen bleibt etwas Geschirr. Teller stehen neben der Spüle. Gläser kommen auf die Arbeitsplatte. Besteck liegt in einer Schüssel. Wir räumen alles Schritt für Schritt. Bald ist die Küche wieder frei. Hier beginnt der Abschnitt nach dem Essen. Wir wiederholen zuerst nach dem Essen. Danach kommt das Geschirr. Zum Schluss hören wir frei. Klare Sätze geben dir Sicherheit. Wichtige Küchenwörter. Nun wiederholen wir wichtige Küchenwörter. Das erste Wort heißt Kühlschrank. Das zweite Wort heißt Herd. Auch Messer ist heute wichtig. Topf und Pfanne kennst du ebenfalls. Diese Wörter brauchst du sehr oft. Wir bleiben kurz bei wichtige Küchenwörter. Heute hören wir wieder der Kühlschrank. Das zweite Lernwort ist der Herd. Auch das Messer ist hier nützlich. Sprich ein Wort leise im Kopf. Noch mehr Küchenwörter. Wir hören noch einige wichtige Wörter. Teller kommt beim Essen oft vor. Auch Glas ist sehr nützlich. Schüssel brauchst du im Kochen. Spüle gehört direkt zur Küche. Diese Wörter sind sehr praktisch. Dieser Abschnitt heißt noch mehr Küchenwörter. Ein wichtiges Wort ist der Teller. Auch das Glas passt hier gut. Später hören wir wieder die Spüle. Stell dir den Gegenstand kurz vor. Ein Blick zurück. Wir schauen auf unsere Küche zurück. Zuerst sahen wir große Geräte. Dann kamen Töpfe und Pfannen. Später sahen wir kleine Küchenhelfer. Auch Geschirr und Vorräte waren dabei. Nun kennst du viele Küchenwörter. Jetzt kommt das Thema. Ein Blick zurück. Unser erstes Lernwort ist zurückblicken. Danach hören wir das Küchengerät. Auch der Küchenhelfer gehört dazu. Du brauchst keine perfekte Aussprache. Ein sanfter Abschluss. Unser Küchenrundgang endet
nun langsam. Du hast viele deutsche Sätze gehört. Vielleicht kennst du neue Wörter. Vielleicht waren viele schon vertraut. Beides ist vollkommen in Ordnung. Im nächsten Hören wird vieles leichter. Das nächste Thema heißt ein sanfter Abschluss. Merke dir heute der Abschluss. Ein weiteres Lernwort ist wiederholen. Unser drittes Wort ist leichter. Kurze Wiederholungen helfen bei einem Lernen. Goodbye for now. Jetzt endet unser Rundgang durch die Küche. Du hast viele Gegenstände kennengelernt. Wir haben den Kühlschrank geöffnet. Wir haben den Herd gesehen. Wir haben Töpfe und Pfannen gefunden. Wir haben Messer und Bretter benutzt. Wir haben Teller und Gläser gesehen. Wir haben kleine Küchenhelfer entdeckt. Wir haben auch Vorräte angeschaut. Am Ende haben wir aufgeräumt. Viele Küchenwörter gehören zum Alltag. Du wirst sie deshalb oft wiederhören. Vielleicht erkennst du morgen einige sofort. Vielleicht brauchen andere noch etwas Zeit. Beides ist völlig in Ordnung. Du musst nicht alles sofort behalten. Im nächsten Hören wird vieles leichter. Sei geduldig mit deinem Deutsch. Kurze Sätze wachsen langsam zusammen. Regelmäßiges Hören hilft dir weiter. Nun atme noch einmal ruhig ein. Atme danach langsam wieder aus. Genieße diesen stillen Moment. Dein Deutsch darf langsam weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal.